9.101 Meter tief erstreckt sich das Bohrloch der kontinentalen Tiefbohrung, kurz KTB, unter diesem Bohrturm. Sie ist damit eine der tiefsten Bohrungen auf der Erde überhaupt. In den Jahren 1990 bis 1994 wurde diese Tiefbohrung im oberpfälzischen Windisch-Eschenbach niedergebracht. Das liegt etwa 90 Kilometer nordöstlich von Nürnberg und befindet sich an einer geologischen Grenze zwischen dem älteren varistischen Grundgebirge im Nordosten und jüngeren Sedimentgesteinen im Südwesten. Diese Grenze wird Fränkische Linie genannt. An ihr wurde das Grundgebirge vor 50 bis 250 Millionen Jahren über die Sedimentgesteine geschoben. Die Erforschung dieser Störungszone und die methodische Entwicklung der Bohrtechnik in großer Tiefe waren die Ziele der KTB. Zum Beispiel sollte untersucht werden, wie breit die Störungszone der Fränkischen Linie in der Tiefe ist. Dazu sollten aus Messungen im Bohrloch Randbedingungen für Prozesse und Gesteinseigenschaften der Erdkruste abgeleitet werden. Um ein möglichst umfassendes Bild des Untergrundes zu erhalten, wurden hier viele geophysikalische Methoden angewendet und verfeinert. Geoelektrische Verfahren, magnetische und eben auch solche der Bohrlochseismik. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video soll Ihnen einen Einblick in das Gebiet der Bohrlochseismik geben. Sie lernen dabei seismische Messinstrumente im Bohrloch kennen und welche verschiedenen Methoden damit durchgeführt werden. Sie werden mit dem Vertical Seismic Profiling ebenso vertraut gemacht wie mit der Anwendung von Crosshole-Methoden. Das CROSS-Projekt der kontinentalen Tiefbohrung und die Untersuchung der Fränkischen Linie in der Tiefe dient dabei als Anwendungsbeispiel. Die Bohrlochseismik stellt spezifische Ansprüche an seismische Quellen und Empfänger. Anders als bei Land- oder mariner Seismik müssen sie für die Nutzung in Bohrlöchern ausgelegt sein. Diese haben oberflächennah einen Durchmesser von etwa 40 cm und verjüngen sich bis zum Bohrlochende auf etwa 10 cm. Als Quellen im Bohrloch selber können zum einen die Schallemissionen am Bohrkopf genutzt werden. Diese finden ohnehin während des Bohrvorgangs statt, weisen aber kein konstantes Frequenzspektrum auf. Das ist für das spätere Processing von Nachteil. Zum anderen können auch kleine Explosionsladungen verwendet werden. Sie haben allerdings den Nachteil, dass es bei der Zündung zu Beschädigungen des Bohrloches kommen kann. Öfter werden sogenannte Downhole-Sparker verwendet. Dies sind Unterwasserschallquellen, die in Bohrlöchern unterhalb des Grundwasserspiegels verwendet werden können und mit elektrischen Entladungen arbeiten. Dabei findet zwischen zwei Elektroden eine Entladung statt, die zu einem Funkenübergang und zur Bildung einer Luftblase führt. Nach wenigen Millisekunden kollabiert die Luftblase. Beide Effekte, Bildung und Kollaps der Blase, erzeugen einen Schallimpuls, der als P-Welle in das umgebende Gestein ankoppelt. Statt solcher Quellen im Bohrloch kann man die seismischen Signale auch ganz konventionell an der Erdoberfläche erzeugen und sie mit Messinstrumenten im Bohrloch aufzeichnen. So wurde auch an der KTB vorgegangen. Neben ViproSeis wurden dazu auch Explosionen mit Dynamit in eigens hergerichteten flachen Bohrlöchern gezündet. Diese Methode nennt man Vertical Seismic Profiling, kurz VSP. Dabei werden seismische Signale an der Erdoberfläche erzeugt und mit Hilfe von Bohrlochgeophonen gemessen. Die am häufigsten verwendete Variante des VSP ist die Zero-Offset-Anordnung, bei der sich die Quelle nahe des Bohrlochs befindet. Die Geophone hängen dabei an Ketten im Bohrloch und werden Schuss für Schuss nach oben oder unten bewegt, um die Signale aufzuzeichnen. Zero-Offset-VSP-Messungen werden hauptsächlich verwendet, um ein vertikales Geschwindigkeitsprofil zu erstellen. Damit können zum Beispiel in einer darauffolgenden Reflexionsseismik Zeiten in Tiefen konvertiert werden. Da die seismische Welle direkt von der Quelle zum Empfänger läuft, lässt sich die durchschnittliche Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang des Strahlwegs einfach berechnen. Ein weiterer Vorteil gegenüber reinen Oberflächenmessungen ist die allgemein höhere Signalamplitude für gleiche Untersuchungstiefen. Bei reinen Oberflächenmessungen durchläuft die Welle die Untergrundschichten normalerweise zweimal, auf dem Weg nach unten und nach oben. Die Amplitude nimmt also aufgrund der Geometrie stärker ab als im Fall einer Bohrlochmessung mit einfachem Laufweg. Neben den hier gezeigten direkten Wellen werden in Bohrlochverfahren aber auch Reflexionen an tiefer liegenden Schichtgrenzen verwendet, um diese nahe des Bohrlochs abzubilden. Es gibt noch weitere Varianten des VSP,
wie zum Beispiel das Walk-Away-VSP, das auch Moving Source Profiling genannt wird. Hierbei wird das Geophon meist in einer Tiefe belassen und seismische Quellen erzeugen an verschiedenen Positionen ein Signal. Damit ist es möglich, auch flächenhaft Geschwindigkeitsvariationen oder Reflektoren abzubilden. Die Strahlwege verlaufen dabei allerdings nicht mehr vertikal. Nahezu horizontale Strahlwege werden bei sogenannten Crosshole-Methoden verwendet. Der englische Ausdruck Crosshole stammt von den quer verlaufenden Strahlwegen, die entstehen, wenn zwischen zwei Bohrlöchern gemessen wird. Ein Loch enthält die seismischen Quellen, das andere die Empfänger. Die Quellen sind in verschiedenen Tiefen positioniert und werden nach und nach gezündet. Dadurch entsteht eine gute Strahlüberdeckung zwischen den Bohrlöchern. Mit Crosshole-Messungen kann also das Gebiet zwischen zwei Bohrlöchern untersucht werden. Typischerweise verwendet man dazu die Methode der Tomographie und wertet die Laufzeiten zwischen Quellen und Empfängern aus, um die zweidimensionale Verteilung der Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen. Bei beiden Anwendungen, VSP und Crosshole, müssen Signale im Bohrloch aufgezeichnet werden. Doch wie geschieht das? Man benötigt dazu spezielle Geophone, die an langen Ketten ins Bohrloch hinabgelassen werden können. Dafür müssen die Instrumente bestimmte Anforderungen erfüllen. Bohrlochgeophone sind spezielle Sensoren, die in einem zylindrischen Gehäuse untergebracht sind. Sie müssen so konstruiert sein, dass sie den hohen Druck- und Temperaturverhältnissen im Bohrloch standhalten können. Oft sind in einem solchen Instrument Geophone in allen 3 Raumrichtungen enthalten, um die vollständige Wellenbewegung aufzeichnen zu können. Um einen guten Kontakt zur Bohrlochwand herzustellen, gibt es spezielle Vorrichtungen, um das Bohrlochgeophon festzuklemmen. Sie sehen das hier. Permanent installierte Bohrlochinstrumente werden zum Teil am Bohrlochende in Beton oder Sand eingegossen, um eine optimale Ankopplung zu erzielen. An der KTB wurden mobile Instrumente bis in 8,5 Kilometer Tiefe im Bohrloch verwendet. Die Messungen waren damit unter den tiefsten, die je durchgeführt wurden. In dieser Tiefe herrschen Temperaturen von 260 Grad Celsius und Drücke von 140 Megapascal vor. Unter diesen Bedingungen war es nur möglich, mit speziell angefertigten Instrumenten zu arbeiten, die diesen Bedingungen standhalten. Um damit die Struktur der Fränkischen Linie in der Tiefe zu untersuchen, wurde an der KTB ein Moving Source VSP erstellt. Wie Sie eben gesehen haben, wurden also an der Oberfläche seismische Quellen verteilt und mit Bohrlochgeophonen gemessen. Die Ergebnisse der VSP-Messung sehen Sie hier. Die Abbildung zeigt die tiefenmigrierte Sektion der P-Wellenreflexionen. Die horizontale Ausdehnung des Profils verläuft vom Bohrloch bis in etwa 4 Kilometer nach Südwesten. Deutlich sind verschiedene Strukturen zu erkennen, die in der Interpretation durch eingezeichnete Linien hervorgehoben sind. Die Struktur entspricht von ihrer Lage und ihrem Einfallswinkel der Fränkischen Linie, die das varistische Grundgebirge rechts im Profil von den Sedimentgesteinen links trennt. Diese Störungszone ist in 7 Kilometern Tiefe, also etwa 1 Kilometer breit. Das ist deutlich breiter, als bisher für solche Zonen angenommen wurde. Durch die VSP-Messungen konnte dies erstmals gezeigt werden. In diesem Video haben Sie grundlegende Methoden der Bohrlochseismik kennengelernt. Dabei können Quellen und Empfänger im Bohrloch selber oder an der Erdoberfläche verwendet werden. Beim Vertical Seismic Profiling, VSP, zeichnen Bohrlochgeophone seismische Signale auf, die an der Erdoberfläche erzeugt werden. Diese Messungen sind nützlich, um vertikale Geschwindigkeitsprofile zu erstellen. Für Crosshole-Messungen hingegen werden Quellen und Empfänger in gegenüberliegenden Bohrlöchern positioniert, um den Raum dazwischen zu erkunden. Am Beispiel der kontinentalen Tiefbohrung, KTB, haben Sie gesehen, wie mit Bohrlochseismik Gesteinseigenschaften nahe des Bohrlochs genau erkundet werden. Konkret war es damit möglich, den Durchmesser der Fränkischen Linie in 8,5 Kilometer Tiefe auf etwa 1 Kilometer zu bestimmen, was mit oberflächennaher Seismik nicht möglich gewesen war.